Herzlich willkommen bei unserer Zusammenkunft zu einer neuen Wahrnehmung in diesem uns ansehen, was sich innerhalb der Woche mit uns getan hat oder tut oder heute oder ganz spontan in unserem Geist sich auftut. Und wir schauen und nehmen natürlich auch immer mit die Lektionen, weil das ja zumindest in meinem Geist absoluter Schwerpunkt des Angebotes ist, dass hier ein Vertrauen gesetzt ist in eine Richtung von sich schulen zu lassen über eine neue Wahrnehmung, über einen selbst, über alles und jeden, wie wir es in unserem Geist sehen. Und das macht dann auch Sinn, dass wir hier zusammenkommen und selbst wenn es nur eine kleine Runde ist, um uns auch so zu zeigen, dass Uschi, das sind wir doch alles deine sehen, Freunde. Natürlich davon dürfte ja nichts passieren. dass wir dann auch sehen, dass hier eine Reflexion mit ihm und von ihm uns nützlich ist und dass wir gewillt sind, dies für uns in dem Sinne immer wieder anzustreben und entlang zu gehen, einzuladen, weil das ja unsere Kommunikation mit dem Geist Christi in unserem eigenen Geist bestärkt und dann natürlich auch zeigt, dass wir ähm, etwas geben können. Und ja, natürlich bedarf es für einen Moment einen Fokus darauf, worum es geht, so wie diese heutige Lektion des Anrechts auf Wundern und auch morgen vielleicht sogar noch wichtiger, diese Bereitwilligkeit, allen Groll durch Wunder ersetzen zu lassen. Und in diesem Sehen, was es für uns ist und uns darin zu zeigen, erkennen wir auch an, dass wir in dem Sinne tatsächlich eben lehren können und Erkenntnisse teilen können, die wir vielleicht vor kurzer Zeit noch nicht dachten, dass wir so hilfreich sein können für die Bruderschaft, füreinander. Und wie ich gerade in den Chat geschrieben habe, ich werde das auch auf der Webseite aktualisieren in der letzten Woche dann. Das gilt dann in 2 Wochen. Am 1. April werden wir uns hier in einem neuen Raum treffen. So für alle, die diese Sendung nur später anhören, diese Information des neuen Zoom-Raumes wird auf meiner Webseite devavan.com im deutschen Bereich zugänglich sein. Und danke dir, Corona, dass du hier mir diese Möglichkeit eröffnet hast, weil Manuelas Raum, den wir bislang hier verwenden, in das Basiskonto zurückgehen wird und nicht mehr ein Pro-Konto sein wird. So, es wird auch in der Telegram-Gruppe zu einer neuen Wahrnehmung natürlich angekündigt und äh, angeheftet werden. So, schauen wir uns kurz mal an in Bezug auch auf diese Erfahrung mit dieser Lektion, wo wir gerade herkommen. Wir haben ja, ich will, das Licht sei, dann über den Willen Gottes als den einzigen Willen, die Anerkenntnis, dass das Licht gekommen ist und dann die gestrige Lektion eigentlich etwas sehr Bedenkliches für den menschlichen Geist einzugestehen, dass es keine anderen Gesetzmäßigkeiten gibt in unserem Geist, in unserem Denken, in der Welt, in unserem Machwerk und uns eingestehen dürfen, dass die einzigen Gesetze, die tatsächlich wert sind, zu befolgen oder anzunehmen, die Gesetze Gottes sind und dass die Gesetze Gottes nichts mit den Gesetzen der Welt zu tun haben. Das wird natürlich in den Übungsanleitungen und Erklärungen klar herauskristallisiert. Und jetzt kommt dieser
diese Ausrichtung, wenn wir denn da ja entlang gehen und uns in dem Sinne verabschieden von diesen Gesetzmäßigkeiten, die wir über Tausende von Jahren und in der Welt und natürlich die Religionen mit der Welt so angeboten haben, dass dies Gottes Wille sei. Aber wir nun sagen, davon verabschieden wir uns. Haben wir eigentlich überhaupt keine andere Ausrichtung oder keine andere Option? Wir haben nichts mehr anderes zur Verfügung, auf das wir uns verlassen können, als Wunder selbst. Und sicher können wir hergehen und das wieder rekapitulieren, was ein Wunder ist. Und dafür haben wir ja im ersten Abschnitt des Textbuches die Wundergrundsätze bekommen. Ich habe mir gerade äh, meine eigene Englischaufnahme der Lektion vor vielen Jahren angehört und zum Abschluss habe ich dann noch hinzugefügt, und wenn du dir ein bisschen Zeit nehmen willst, mit der heutigen Lektion 77, warum schaust du dir nicht ein paar Wundergrundsätze im Kapitel 1 an und lässt das so in dich hineinsinken, dass du auch das Gefühl hast, ja, ich bin absolut in dieser Ausrichtung, weil ein Ausdruck der Liebe, was das Wunder ist, dafür brauche ich nichts studieren und nichts verstehen. Dafür brauche ich wirklich nur mein Herz öffnen und sehen, dass ich eben bereit bin, keinen Groll mehr zu hegen gegen mich selbst, noch ja, zuzulassen, dass hier mir irgendein Groll geschehen meiner Brüder noch als, sagen wir mal so, mit irgendeiner Bedeutung ja etwas anbieten könnte. Ne? Weil ein Groll, und das ist ja die Erforschung, die wir dann machen, ganz besonders diejenigen, die die 12 Schritte aktiv gemacht haben oder noch machen. Wir suchen eigentlich in unserem Geist, was wir von der Ego-Perspektive daraus gewonnen haben. Und da wird es interessant, ne? Weil sich als Opfer zu fühlen durch eine Grollreflexion, das ist natürlich einer der Hauptgewinne für das Ego. Und das aufzugeben, das bedarf bereits ein Wunder. Ne? So, in der heutigen Lektion drückt er es auch ganz großartig auf, dass dieser Anspruch auf Wunder, wo er eben nicht liegt, ne? Und dass unser Anspruch auf Wunder nicht in unseren Illusionen liegt, die über uns begründet sind. Er hängt nicht von irgendwelchen magischen Kräften ab, die du dir zugeschrieben hast und auch nicht von irgendeinem der Rituale, die du ersonnen hast. Darüber können wir schon Klassensessions und darüber sollen wir jetzt auch hier teilen, wenn du in einem Moment das Mikrofon für dich öffnen möchtest. Weil die magischen Kräfte, die ich meine, dass ich habe, wäre ja, ich kann die Probleme dieser Welt lösen mit meinem vergangenen Wissen, mit meinen vergangenen Schärflein, die ich da angesammelt habe. Ne? Verstehst du, ich erlöse dich aufgrund dessen, was ich meine, wie ich es in der Vergangenheit erfahren habe, gelernt habe und ja gemeint habe, dass halt im Austausch auf der Zeitebene es eben funktioniert, um zumindest das Leid ein bisschen zu lindern. Aber wovon er uns wirklich befreien möchte, ist, dass wir in dieser Struktur uns identifizieren und darin verbleiben. Es ist absolut nichts falsch daran, hier irgendeine Linderung von Leiden anzupreisen oder zu teilen. Aber wir sollen uns, und das ist, was wir lernen, immer erinnern daran, dass das nicht das Ende ist, dass der Weg weitergeht und der Weg hingeht zu einer Lösung, die eben über den konzeptionellen Geist hinaus blickt und hinausgeht und sich anbietet. Das ist, wie das Wunder operiert. Und natürlich die Rituale braucht man gar nicht drüber reden. Das ist gerade auf dem spirituellen und am Heilsektor
eine Liste, seitenlange Liste, die wir da erstellen können, wenn wir da einen Blick drauf werfen. Und wir wissen auch, dass wir uns schon von den meisten Ritualen verabschiedet haben und auch eine Bereitwilligkeit zeigen, den Rest der Rituale dem Heiligen Geist zu übergeben und uns nicht mehr daran zu halten oder ähm, es hochhalten als einen Wert, den wir unbedingt für uns noch brauchen würden. So dieser Anspruch auf Wunder, er ist ein inhärenter Bestandteil der Wahrheit dessen, was wir sind, was du bist, was ich bin. Er weilt dem inne, was Gott, unser Vater ist. Ne? So, ich habe das, glaube ich, auch in einem Teil dieser Episode, die für heute und morgen hochgeladen ist, in einen der früheren Aufnahmen auch so beschrieben, dass dieses, was hier als wohnt dem inne, was Gott, unser Vater ist, dass da wirklich eine Tiefe eröffnet wird, eine Verwurzelung, glaube ich, habe ich es verwendet, das Wort. Das finde ich ziemlich gut, weil ich verwende oft den Ausdruck verweilt oder weilt darin, was dem noch näher kommt als wohnt. Ne? Das klingt ein bisschen komisch. Ne? Ein Anspruch wohnt dem inne, was Gott unser Vater ist. Ne? Aber er ist darin verwurzelt, was die Wirklichkeit Gottes ist, weil dies auch die Wirklichkeit unseres eigenen Selbstes ist, also des Sohnes Gottes. Er wurde bei deiner Erschaffung sichergestellt, in der Schöpfung selbst und durch die Gesetze Gottes verbürgt. Also es ist eine Garantie. Es ist garantiert durch die Gesetze Gottes. Und sehen wir sofort, dass dies nicht durch die Gesetze der Welt oder dass das überhaupt nicht zusammenpasst und überhaupt nicht möglich wäre, dass die Gesetze der Welt hier diesen Anspruch auf Wunder, ja, geschweige denn garantieren, überhaupt für eine bestimmte Zeit sichern könnte. Obwohl das Ego verkauft es als solches. Ne? Das Ego verkauft den Anspruch auf Wunder absolut. Hey, siehst du nur, ich habe dir gerade ein besseres Leben angeboten, aufgrund, dass du dies und dies und dies machst oder angenommen hast. Und in Wirklichkeit macht es aber keinen Hinweis darauf, wie wir uns in unserem Inneren erfahren und erkennen. Und solange da eine Unsicherheit, eine Unzufriedenheit, also nicht in Frieden sein da ist, ist das absolut keine Bürgschaft, der wir uns anvertrauen möchten. Ne? Aber in der Argumentation des Ego-Geistes wird das absolut hochgehalten, dass jede Besserung des Empfindens, des Zustandes, wie er in der Selbstbeobachtung eingereiht, zugeordnet und kategorisiert wird, dass dies das Wunder wäre. Ne? Und daran haben wir geglaubt oder daraus erwachen wir jetzt. So, ich bin gespannt, was du heute hier in deinen Geist bekommst und was wir hier gemeinsam betrachten und reflektieren können. Fühl dich frei, hier dich persönlich auszudrücken. Möchtest du gleich was sagen, Ariane? Ja, danke. Das ist dieses, was ich gerade reingeschrieben habe, würde ich im Ego Wunder erwarten oder wie, dann würde ich ja sagen, was ein Wunder ist oder wie es auszusehen hat. Und äh, mir ist gerade durch den Geist gegangen, was gut dazu passt. Dieses, ich weiß nicht, wozu etwas dient. Und
da ist dann das Wunder. Da wird mir dann gezeigt, wenn ich dazu zurücktrete und ich sage, ich kann nicht sagen, wozu irgendetwas dient. Gestern früh habe ich in der Regenrinne eine wohl abgebrochene Schieferplatte vom Dach gefunden. Und dann habe ich mich drüber geärgert und heute früh mit dem Wundergedanken habe ich gedacht, ich weiß doch gar nicht, was ist diese Schieferplatte, warum ärgere ich mich darüber? Ich will das jetzt anders sehen und mit einem Wunder. Und es war einfach kein Ärger mehr da und das ist so befreiend und Dankeschön. Danke dir. Ja, das, worauf er uns auch hinweist und worum es geht, buchstäblich in, in dieser Neuausrichtung, ist immer wieder, dass er uns zeigt und dass wir anerkennen, dass hier eine Korrektur unserer Sichtweise möglich ist und passiert. Und diese Korrektur des Sehens, was die Korrektur auf der Gedankenebene ist, das erlaubt uns, alles anders zu sehen und buchstäblich dann eine Lichthaftigkeit hinter den Dingen und in den Dingen, wie wir sie als trivial wahrgenommen haben, zu erkennen. Ja? Und davon wollen wir natürlich Bezeugung abgeben in unserem Zusammenkommen. Hey, hier läuft gerade etwas anderes. Ne? So, einige von euch wissen ja, ich habe begonnen, ein zusätzliches Einkommen zu generieren als Uber-Treiber. Also ich fahre Uberfahrten und ich war schon zu Hause und bin gerade bei der Tür reingegangen und war eigentlich mit meinen Gedanken schon, oh, was werde ich jetzt zum Abendessen kochen? Und dann kling, kam ein Angebot und ich wollte eine Fahrt zumindest machen gestern und dann habe ich es angenommen. Und die Fahrt hat mich eigentlich dort zurückgeführt, wo ich eigentlich auf einem halben Weg hergekommen bin, in die nächste Stadt. Und ich habe dann, während ich schon im Auto war, nachgeschaut habe, wo es hingeht, habe ich gesehen, dass ich ins Spital, beim Spital jemanden abholen muss. Und irgendwo wusste ich sofort, dass das kein Zufall war und dass ich hier noch eine geistige Heilung ausdehnen darf und teilen darf. Egal, ich hatte keine Ahnung, in welche Richtung es gehen wird. Aber in meinem Geist war, ja, es ist kein Zufall und natürlich bin ich bereit mit deiner Hilfe. Ne? Und ich lade ein Wunder für diese Verbindung ein. So, was sich herausstellte, war, dass so ein, ein Mann in seinen, würde ich mal sagen, Vierzigern oder vielleicht sogar noch jünger eingestiegen ist. Er hat ein bisschen gehumpelt. Offensichtlich hat er sich schon selbst bestraft. Das ist dann später als Information noch dazugekommen und hat sich hier äh, zusammenrichten lassen. Und ich habe ihn nach Hause gefahren, ne, in dieser Stadt. So, und er hat noch irgendeine Sprachnachricht in sein Handy reingesprochen. Und es war schon offensichtlich beim Namen, den ich gesehen habe in der Uber-App, dass es sich eventuell um einen spanisch sprechenden Rider, also Mitfahrenden, handelt. Und er hat eine Nachricht auf Spanisch raufgesprochen und ich habe geglaubt, er hat zu mir gesprochen und ich habe ihm gleich auf Spanisch geantwortet. Und dann, ja, oh, du sprichst ja Spanisch. Und ab dem Zeitpunkt haben wir nur, weil kommt auch nicht so häufig vor, dass hier die Amerikaner Spanisch sprechen. So, von dem Moment an haben wir ganz normal Spanisch gesprochen und ich habe in dem Land, wo er herkommt, in Südamerika, bin ich auch mehrmals gewesen und da haben wir uns zuerst einfach nur so unterhalten, dass ich sehr wohl die Stadt kenne, wo er herkommt. Und ja, und wir haben zuerst eigentlich so ganz trivial so ein paar Erinnerungen ausgetauscht.
Und dann an einem bestimmten Punkt habe ich gesagt, dass weil er gefragt hat, warum ich dort überhaupt war oder unterwegs war, habe ich gesagt, ja, ich habe Einladungen gefolgt, um einen Kurs in Wundern, um eine Botschaft für Heilung und Transformation des Geistes anzunehmen und zu folgen. Und dann hat er darauf geantwortet, ja, das kann ich eigentlich sehr gut gebrauchen, weil ich befinde mich gerade in einem Trennungszustand von meiner Freundin und da ist auch ein Kind da. Und in dieser kurzen Fahrt von, ich glaube, es waren weniger als 10 Minuten, äh, bin ich mit ihm eigentlich, abgesehen davon, dass ich ihm angeboten habe, dass die Dinge sich halt ganz schnell verändern, wenn wir wirklich vom Herzen um Hilfe bitten und auch ehrlich mit uns selbst sind, was eben voraussetzt, dass wir auch in einer Geistesinventur, in einer Geisteserforschung uns schauen, wo wir Fehler gemacht haben. Ja, wir machen alle Fehler, niemand hier ist fehlerfrei, das ist okay. Und dass wir diese Fehler eingestehen und uns auch dafür entschuldigen. Und dann einfach auch ohne Bedingungen zu setzen, einen Raum schaffen, in dem wir gemeinsam sich wieder in dem verbinden kann, äh, wie wir den Frieden oder im Herzen, habe ich es ausgedrückt, uns im Herzen, in der Seele verbinden können. Und so, ich habe es noch ganz kurz so in der Richtung, ganz zusammengefasst angerissen und ihn in dem Sinne motiviert, äh, dass er auch darauf vertrauen soll, wenn er um Hilfe bittet, dass sich die Situation zum Besseren wenden wird. Egal wie es dann aussehen wird, niemand weiß das wirklich. Ne? Und wir sind dann gerade angekommen an dem Trailer, wo er wohnt. Und, äh, und er hat zum Weinen begonnen, da am Hintersitz. Ne? Und ich bin stehen geblieben und habe mich nochmal umgedreht und habe gesagt, dass ich ihn in meine Gebete mitnehmen werde, was ich auch gemacht habe abends. Und da habe ihm nochmals gesagt, dass wirklich Hilfe da ist, ja, wenn wir unseren Teil akzeptieren und ehrlich mit uns sind. Und er hat sich so bedankt bei mir und hat gesagt, oh mein Gott, das war dann wirklich kein Zufall, dass wir uns jetzt getroffen haben und er empfindet, dass ein Engel zu ihm gekommen ist. Ja, und ich habe ihn gesegnet und wir haben uns einander gesegnet und das war's. Das war wirklich ein kurzes Zusammentreffen, das absolut wundergesinnt geführt war. Und das ist, was uns offen steht in diesen trivialen täglichen Situationen, wenn wir unseren Geist ausrichten und anerkennen, dass immer etwas Größeres passiert, immer Heilung passiert, weil diese Heilung ja immer da ist für uns selbst, für mich selbst. Und dass wir uns natürlich teilmachen, auch Heilung anzubieten, das ist alles von außen orchestriert. Ich brauche nur darum bitten. Das ist meine Aufgabe, ihn zu bitten, benutze mich auch, wenn da ein Nutzen sein soll. Und dann wieder loslassen, wie immer das aussehen könnte. Ne? Weil letztendlich werden wir alle jederzeit genutzt. In jedem Gedanken werden wir genutzt, der sich ausdehnt auf das ganze Universum, auf den universellen Geist, auf den einen Menschengeist, der in der Umwandlung steht und erwacht aus diesem Traum. So, das vielleicht noch hinzugefügt, auch in Bezug auf Erfahrung und Korrektur des Denkens in vollkommen trivialen Situationen, täglichen Situationen, wie sie sich uns präsentieren. In der heutigen Lektion 77, ich habe ein Anrecht auf Wunder. Wenn mein Geist Wunder wählt,
werde ich Wunder erfahren. So wird es beschrieben und es ist auch in mir so dieses Gewisssein. Und mein Geist wählt natürlich auf Dinge vergeben zu schauen. Ich habe eine Situation, ein deutscher Nachbar, der unregelmäßig als Nachbar über mein Grundstück fährt, unerlaubt. Und ich habe ihn angesprochen, er möge doch mit mir sprechen und wir können über alles eine Lösung finden, eine glückliche Lösung für alle, für die Situation. Er hat dann auch genickt. Ich in der Situation jetzt fühle so im Inneren, ja, okay, es ist alles getan. Ich fühle mich jetzt auch nicht schuldig oder was könnte ich noch tun? Ich biete an, dass wir gemeinsam schauen. Natürlich im Geistigen schaue ich mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, trete zurück und ich kann selber nicht erahnen, wie die Lösung aussehen mag. Ich lasse es mir zeigen und in mir ist es Vertrauen. Ja, Vertrauen ist da und ich bin in der Situation, dass ich warte. Klar, ich warte sicherlich auch auf das Wunder, möge es geschehen, wenn ich es überhaupt so erläutern kann. Und natürlich im Geistigen, nicht jetzt hier an so eine Wundertüte, dass das so beschrieben ist, wie ich es mir vorstelle. Ich gebe keine Vorstellungen meiner Seite. Ich hätte schon Gedanken, ja, da könnte man ihm eine Zufahrt bauen, gestalten, kommunizieren. Nein, mein Inneres, ich weiß nichts. Wichtig ist mir, Vertrauen zu dem Bruder zu schaffen. Er kriegt auch von mir Strom. Könnte ja auch mal fragen, ja, ich bin so im Rückstand, aber im Moment übe ich mich in meinem Geist friedvoll mich auszurichten. Da befinde ich mich gerade. Okay, Und ich danke dir, habe ein Angelika. Anrecht auf Wunder und ich habe mich getraut, mich zu. Ja, es ist diese Geschichte ist ja irgendwo in meinem Erinnerungspotenzial. Ich glaube, du hast ja es schon mal angerissen, ist ja nicht etwas Neues, ne? Du wartest schon seit einiger Zeit, nicht wahr? Ja, okay. Zwei Punkte, die ich auf jeden Fall dir zu einer Beschleunigung mitgeben möchte. Der erste Punkt wäre, was du zum Abschluss gesagt hast, eben in Bezug darauf, ja, ich weiß nicht und ich bin halt eigentlich jetzt nur offen und warte. Ne? Was ist, was du eigentlich wirklich möchtest? Weil das ist sehr wohl etwas, was du bestimmen darfst und auch bestimmen sollst. Was möchtest du für die Situation? Jetzt nicht, wir berühren nicht das Erscheinungsbild, wie es sich verändern sollte, wie du erwähnt hast, dass ein eigener Zufahrtsweg gemacht wird. Da gehen wir nicht hin. Ja? Das überlassen wir, wie es sich dann zeigen wird und eröffnen wird, weil da gibt es tausend Möglichkeiten. Ja? Aber wo ich dich hinführen möchte, ist in den Beschluss, in die Wahl, die Entscheidung, was du möchtest für dich und auch für ihn und für alle Beteiligten. Was möchtest du wirklich? Was ist dein Wunsch? Was ist dein Wille? Mein Wunsch ist einfach, den Frieden zu sehen Genau, und eine genau. Lösung für alle. Genau. Und das würde heißen, den Frieden zu sehen, würde heißen, das reflektiert sich aus einem Frieden in einem selbst. Ja? Ich will Frieden in mir damit. Ja? Und wir können es durchaus belassen bei uns selbst, weil ich weiß, wenn ich in Frieden damit bin, wird auch er und werden alle Beteiligten damit in Frieden sein. Einverstanden? Oh, Na, wir sind noch einverstanden. nicht fertig. Das ist nur eine Zwischenfrage. Bist du noch, ja? Ist noch Ja, das ich Ja bin, da? Okay, ja, okay, wunderbar. So, und jetzt geht es zum,
Jetzt geht es zum transformativen Teil, auf den wir uns ja ganz besonders freuen. Ne? Und dieser transformative Teil ist letztendlich der Umschwung durch die Wundergesinntheit, was das Bild auswechselt und verändert. Und dieser transformative Teil ist ein korrigiertes Sehen wieder über die Gesamtsituation. Und vielleicht stelle ich dir zuerst eine Frage zurück, damit du für einen Moment das selbst kontemplieren kannst. Was meinst du, wo der Fehler liegt, dass sich die Situation noch nicht verändert hat? Weil es hat sicher nicht daran gemangelt, dass du um Hilfe gebeten hast, Hilfe eingeladen hast und deinen Geist offen gehalten hast im Gebet, dass es sich lösen sollte. Darüber brauchen wir nicht sprechen, da gibt es keinen Zweifel darüber, da habe ich keinen Zweifel. Aber wenn ein Fehler da ist, der nicht gesehen wird, der nicht erforscht wurde, der in dem Sinne im Geist nach wie vor verteidigt wird, dann kann sich das Bild nicht ändern, weil ja der Heilige Geist oder Gott selbst sagt, dein Wille, mein Sohn, geschehe, wie du denkst, wie du es noch haben möchtest, so sei es, ja, in deiner Erfahrung. Und deine Erfahrung ist eben eine dieser Wahrnehmung in dieser Situation. Und wenn du das weiterhin so behältst, dann wird sich auch nichts verändern. Dann kannst du warten auf Godot, ne? auf, auf das, bis die Kühe auf der Weide sich gute Nacht sagen. Ja? Wo meinst du, wo du den Fehler machst im Denken über die Situation? Und du hast es sogar erwähnt, sonst würde ich mich nicht darauf beziehen. Du hast den Fehler ausgesprochen in deinem Beitrag jetzt. Aber du erkennst ihn nicht. Deswegen frage ich dich danach. Vielleicht den Mangel an Vertrauen, am wirklichen Vertrauen. Also Ach ich komm, du vergebe, hast doch genug Vertrauen auf das Wunder ja, und auf Gott. Gib mir nicht ja, das. Da gehen wir nicht mehr zurück. Nee, nee, da fehlt alles nichts. Ja, das ist alles gut. dass ich authentisch in mir bin und dass ich auch mich getraue, die Dinge auszusprechen, mit dem Namen zu benennen. Also dass Das mag ich, sicher im Zusammenhang stehen ja, und dafür kann die Stärke eingeladen und erbeten werden, dass hm. wir uns darin stärker erfahren können. So, lassen wir das mal beim Raten. Öffnen wir es mal. Hat irgendjemand im Raum eine Idee, was gehört wurde, wo ein Fehler für eine Korrektur geöffnet werden sollte oder könnte? Also Ich ich kann es nicht tun. Das muss der Heilige Geist für mich bewegen. Ja, aber das ist ja kein Fehler, sondern das ist ja eine Klarstellung, worauf du auch vertraust und wo du es hingibst und übergibst. Also das, nein, ich spreche von einem Denkfehler. Ich denke von einem Glaubenssatz, der ein Fehler im Bewusstsein, in der Handhabung der wahrgenommenen Situation aufgetaucht ist, den du zum Ausdruck gebracht hast. Ich denke, dass es wahr ist. Ja, Und das sowieso. ja, es ist eben der Sonst will man nicht Irrtum. drüber reden. Ja. Aber ich meine jetzt einen detaillierten Denkfehler. Im Detail, im Zusammenhang, genau mit dem Bild, wie es sich präsentiert. Irgendjemand im Raum? Ja, sag mal. Angelika, du hast gesagt, er ist im Rückstand, du gibst ihm Strom. Er ist damit im Rückstand und Aha. das hat bei mir auch so aufgeleuchtet. Und da halte ich den Bruder in der Dunkelheit, in der Ja, Schuld. Da bist du nicht frei und er ist nicht frei. Da kann das Wunder nicht eintreten. ja, gut. Und dann gab es noch etwas. So, das ist ein Fehler. Und dann schauen wir uns beide Fehler gemeinsam an. Und dann wurde noch ein zweiter Fehler zu Beginn erwähnt.
dass ich ihn eingeladen habe zur Kommunikation und er es noch Ja, nicht das ist nie ein angenommen hat. Fehler, das ist immer gut. Eine Einladung zur Kommunikation eröffnet ja ein Wunder. Hm. Dass der Nachbar verbotenerweise über ihr Grundstück fährt. Das ist es. Wunderbar, Lioba. Unerlaubterweise, hat sie gesagt, unerlaubterweise fährt er da durch. Ne? So, schauen wir uns jetzt das mal an. Wir haben einerseits haben wir das Konzept, dass es unerlaubt war, und auf der anderen Seite war, dass er sozusagen in der Kategorie des finanziellen Rückstandes sich befindet. Ne? So, wo meinst du, liegt der Fehler, Angelika? In meinem Denken, Ja, in welcher Form von Denken? im weltlichen Denken mit dem Rückstand des Finanziellen und dass es nicht erlaubt ist, Ja, okay, schauen wir es einfach, uns im Detail an. So, ja, ist er im Rückstand, ja oder nein? ja, ist im Rückstand. Ja, aber Ja, nur auf der Wahrnehmungsebene, und weil ich es auf, so haben will, weil ich es so ja, beurteile. ja, Aber jetzt geh mal mit dem Rückstand raus aus Raum-Zeit. Geh mal in den Himmel deines Geistes damit. Und jetzt befrage das Konsortium außerhalb von Raum und Zeit, was sie über diesen Rückstand, was sie darüber denken oder was sie meinen, wie der zuordnenbar wäre. Siehst du, wie sie sich am Boden wälzen und lachen darüber? Ja, das ist irgendwie. Okay, lassen wir mal das Brett vom Kopf weg. Ne? Im Himmel gibt es keinen Rückstand. Im Himmel schuldet ja, niemand irgendetwas. Ja? Der Himmel gibt nur zu sich selbst ständig. Der Himmel würde seine Antwort, wenn du es wirklich wissen willst, ist, du hast ihm zu wenig gegeben, und aus diesem Grund siehst du, dass er im Rückstand mit dir wäre. Ja? Das ist ein Schlag ins Gesicht, ne? Ins Geistige. Ja, oh mein Gott, was habe ich denn hier noch an Arbeit zu verrichten? Okay, wie sieht's aus mit dem Nicht-Erlaubt-Sein? Glaubst du, dass das wirklich so ist? Wenn du es rausholst aus dem Ego-Gefüge, dann was soll die gibt es Erkenntnis? Was soll es aufzeigen? Wo soll es uns hinführen und hinweisen? Was lehrt die Wundergesinntheit in uns? Wundergesinntheit kommt aus dem Göttlichen. Ja, aber jetzt übertrage es, übersetze es auf die Situation. Hier ist das Bild, was das Ego besagt. Er fährt unerlaubterweise über unser Grundstück. Und jetzt beantworte, übertrage die Wundergesinntheit. Jetzt sprich wundergesinnt darüber. Erkenne, habe eine Erkenntnis, wundergesinnt. Erkenne an, dass du ihm die Erlaubnis gegeben hast, sonst könnte er nicht über das Grundstück fahren. Das ist Wundergesinntheit, Angelika. Okay. Das Ego sagt, nein, das ist unerlaubt. Der Heilige Geist sagt, du hast ihm die Erlaubnis gegeben. Sonst könnte er es nicht machen. Und er würde es auch nicht machen, weil er ein heiliger Sohn Gottes ist. So wieder hier ein Eingeständnis. Alles, was ich sehe und wahrnehme, habe ich eingeladen, habe ich zugestimmt, habe ich beschlossen, sagt er im Kurs. Du hast das beschlossen, dass er die Erlaubnis hat, über das Grundstück zu fahren. Darüber reden wir. Und worum es jetzt geht, wäre, dass diese Erlaubnis, die erteilt wurde, sich durchaus ändern kann und zurückgenommen werden kann. Aber dann müsstest du aufstehen und müsstest sagen, ich werde jetzt in meinem Geist so geführt, ich weiß nicht, wozu es dient, ich weiß nicht, warum es so ist, es muss irgendwas für mein Lernen sein, aber ich werde geführt, diese Erlaubnis zurückzunehmen.
Und das vertrete ich und stehe ich auf, egal wie es sich anfühlt. Es mag sich vielleicht für einen Moment total getrennt anfühlen, aber es ist für mein Lernen. Und er führt mich, oder ich höre diese Stimme so in mir, dass ich das so machen soll, was eben meine eigene Stimme ist, damit ich eine Transformation hier durchmachen kann. Und dem vertraue ich und mit dem gehe ich für einen Moment. Und jetzt gehe ich her und gehe zu dem Nachbarn und sage, diese Erlaubnis, die ich erteilt habe, dass du da durchfahren kannst, ist ab heute zu Ende. Es wird dir nicht mehr erlaubt, hier durchzufahren. Und das wäre nicht einmal ein Gespräch, dass hier eine Verhandlung stattfindet, sondern das wäre nur, du würdest damit gehen, wie du es für dich eben haben möchtest, von nun an oder für eine bestimmte Zeit lang. So, das ist eine Beschleunigung. Ab dem Zeitpunkt würde sich was tun. Das ganze Bild würde sich verändern. Wer weiß, vielleicht geht er her und rächt sich an dir in irgendeiner Weise und schneidet dir einen Baum um oder was immer, ja. Aber es wird sich etwas tun, was das ganze Konstrukt hin zur Unmöglichkeit bringen wird. Das ist, was das Wunder macht. Das Wunder bietet uns an, dass wir loslassen von der Bedeutung, die wir allen Dingen und allem gegeben haben. Und in diesem Loslassen erkennen wir dann an, nein, ist ja doch bedeutungslos. Mir ist der Friede in mir wichtiger, als mich hier in irgendeiner Weise so oder so zu produzieren und äh, zu zeigen. Aber das ist alles, das sind Prozesse in der Transformation. Das kann niemand für jemand anderen sagen, in welcher Geschwindigkeit er da vorgehen soll. Aber da beginnt die Ehrlichkeit mit uns selbst, dafür aufzustehen. Und wenn du sagst, okay, das war ein Denkfehler, dass ich gemeint habe, dass ich ihm nicht erlaubt hätte und er unerlaubterweise da fährt, und ich verändere das mit einer Sichtweise, äh, dass das überhaupt keiner Erlaubnis in dem Sinne bedarf, weil er ein Erdenbürger ist und weil ich überhaupt kein Grundstück habe und weil die ganze Erde jedem gehört. Und in dem Sinne habe ich in dieser Betrachtung mit dem Heiligen Geist überhaupt kein Recht, etwas zu verteidigen innerhalb der wahrnehmbaren Zuordnung und zu sagen, das ist mein. Ja, das wird der Heilige Geist nie machen. Das Einzige, was er sagen würde, das ist mein, ist mein Himmel, mein Friede, der der Friede Gottes ist. Das ist das Einzige, wo die besitzergreifenden Pronominas verwendet werden. Ja, aber in dem Moment, wo ich schon hergehe und eine Idee verteidige und als Besitz für mich verteidigen möchte, ist ja auch nichts falsch daran, ist Teil der Transformation. Aber ich muss wissen, dass ich bereits im Ego-Denken drinnen bin und dabei mache ich Fehler, ganz natürlicherweise. Habe ich immer gemacht, werde ich immer machen. So wie lange möchte ich in diesem Denksystem mich aufhalten? Das ist das Angebot. Und wir sind alle individuell vollkommen frei, das zu wählen, wie lange wir noch Nutzen davon haben. Aber das Angebot von ihm ist, lass uns jetzt heute nach Hause gehen. Jetzt ist das Angebot und die Situation da, auszusteigen aus diesem Konstrukt, in dem wir uns noch so halb hier, halb da, halb Ego, halb, okay, und ich bete ja eh so für den Frieden, ne? Das noch vermischen und überhaupt ertragen können, so eine Vermischung. Ja? Letztendlich ist die einzige Entscheidung, die wir treffen und getroffen haben, nur der Himmel gewesen und für den Himmel. Ende der Geschichte, Punkt. Ende des Zeitkontinuums. Das ist das Angebot. Dieses Angebot wird immer gleich bleiben. Und wir haben nur die Wahl, den Zeitpunkt zu bestimmen, an dem wir uns erinnern, dass wir es so getroffen haben, oder indem wir sagen, okay, und das ist der Zeitpunkt, zu dem ich neu wähle. Und das ist jetzt meine neue Wahl. Und wieder sind wir frei, in beide Richtungen zu gehen. Will ich damit noch spielen und will ich eben mich erfahren? Vielleicht, ich weiß das für dich nicht, vielleicht ist es für dich wichtig, eben, wie wir zuerst gesprochen haben, eine Stärke zu erfahren. Ich kann zu jedem hingehen und sagen, hey, das kannst du hier nicht machen. Du hast nicht meine Erlaubnis dazu.
Und wenn du diese Erlaubnis haben möchtest, dann müssen wir uns zusammensetzen und alles am Tisch legen und hier eine Vereinbarung treffen, die für mich innerlich passt. Vielleicht musst du das. Und es ist Teil deiner Heilung. Und da ist absolut nichts falsch dran und ist auch ein Teil davon, wie es sich beschleunigt. Ja? Oder du sagst insgesamt, habe ich alles schon gemacht, kenne ich es schon so und das brauche ich nicht mehr wiederholen und ich gehe einfach wirklich ins Licht, in den Himmel, nach Hause, weil ich ein Anrecht auf Wunder habe, weil ich das Anrecht dieses Zuhause jetzt in Anspruch nehme. Das sind die Optionen, liebe Schwester Hat Angelika. mich, hat mich sehr ermutigt. Ich habe schon in der Vergangenheit mit ihm am Tisch gesessen und er hat immer alles abgenickt. Ja, machen wir. Und dann denke ich, na ja, Und mein Partner ist sehr ruhig und er sagt auch, ja, das Göttliche zeigt dir die Lösung. In mir ist es auch, ja, wechselhaft ruhig. Ich sage, ja, ich lerne dabei. Das ist wirklich so. Ich selber lerne am meisten dabei. Ich denke, es kommt so der Impuls, ich darf da wirklich so authentisch sein. Mal sehen, wo das Göttliche mich hinführt. Welche Begegnung, welches Wort, welche Wunder, ist alles möglich. Ja, Ich weiß schau, es selbst es nicht. ist eine Ehrlichkeit, in welchem Denksystem will ich mich erfahren und befinde ich mich oder stimme ich zu, dass ich mich befinde. Diese Ehrlichkeit ist notwendig. Ja? Oh, schau, wenn du hergehst und das, was wir als Erkenntnis miteinander geteilt haben, und du sagst, wow, stimmt ja eigentlich, ich habe ihm das erlaubt, ja, weil das ist, was wirklich geschehen ist, äh, auf der vernunftmäßigen Ebene. Wenn du mit dem gehst und du sagst, stimmt, ich habe ihm das erlaubt, dann sei ehrlich und bring das zum Ausdruck. Und dann würdest du hingehen und sagen, hey, dir ist das erlaubt. Ich hatte noch andere Ego-Gedanken, aber tut mir leid, dass ich das überhaupt auf dich projiziert habe. Nein, du hast die volle Erlaubnis dafür. Das heißt, du würdest ihm zustimmen und bekräftigen in dieser Erlaubnis. So, wenn du aber den Sinn hast, dass dass dies ungerecht wäre und dass diese Ungerechtigkeit einer Gerechtigkeit auf dieser Ebene, wo es gespielt wird, in Erfahrung gebracht werden sollte, dann steh auf und sag, hey, was ich hier sehe, ist in meinem Geist in der Bedeutung, dass das nicht erlaubt wurde und dazu stehe ich dahinter. Und was nicht erlaubt ist, äh, hängt von mir ab, wie ich wähle und Entscheidungen treffe, so dass es eine Erlaubnis überhaupt bekommen kann. Ja? Das hängt nicht von dir ab, das hängt nur von mir ab. Ja? Und dann steh dafür auf und vertritt das. Und sicher, das ist für einen Moment ein Kriegszustand im eigenen Geist. Das ist es, was es ist. Ne? Aber was dabei ja erfahren wird, wie ich schon sagte, transformativ, was wir nicht wirklich wissen, aber was sich eröffnen wird, hat nicht weniger Wert, als den direkten Weg zu gehen. Ja? Weil alles muss noch einmal angeschaut werden und dann mit ihm gewählt und entschieden werden. Aber in welche Situation ich brauche, bis ich wirklich gewillt bin, loszulassen von den Bedeutungen, die ich allen Dingen gegeben habe, weiß ich nicht. Ich kann nur einladen und sagen, führe mich und zeige mir. Ich bin bereit, auch unangenehme Situationen für mich anzunehmen, weil ich diese Heilung in meinem Geist einlade. Marianne möchte etwas dazu sagen, gerne. Ja, es ist ja für beide immer. Es ist immer für beide. Und Mhm. wenn er dir was aufzeigt, ja, dann nimm die Gelegenheit wahr, wie auch immer. Es wird dir schon gezeigt werden und dann, ja, ganz, ganz mit diesem, es ist immer für uns beide. Dankeschön. Mhm. Danke.
So, du bist jetzt nicht gescheiter geworden, Angelika. Jetzt stehst du noch immer da, mehr oder weniger. So, was mache ich jetzt? Niemand hier hat dir gesagt, was du machen solltest. Alles, was wir gemacht haben, und das ist purer Heiliger Geist. Er hat Optionen auf den Tisch gelegt und gesagt, so, und du wähle wieder, ne? Du wähle, wie du dich erfahren möchtest, weil du frei bist. Für mich ist beide Richtungen oder was immer für Richtung du gehen willst, okay, aber sei identisch, sei du, sei ehrlich im Sinne, ich möchte Fortschritte machen in meiner Korrektur, meiner Wahrnehmung, in meinem Erwachen, in meiner Transformation des Geistes. Und das machen wir in dem Moment, in dem wir in dem Sinne rigoros ehrlich mit unseren Denkkonzepten sind und uns zeigen darin. Verstehst du, du bist da kein Engel, wenn du hergehst und sagst, du, ich habe ein Gefühl, dass du unerlaubterweise das machst und dann noch dazu, du schuldest uns ja, du schuldest mir ja Geld. Du bist da kein Engel, sondern du hast hier absolut Ego-Ideen, die noch Bedeutung haben. Und das ist okay und das darfst du. Ja? Aber wenn die Ausrichtung da ist, ich möchte hier weiterkommen in meiner eigenen Transformation, wirst du sehen, dass eine Beschleunigung absolut gegeben ist. Nochmal, Marianne. Ja, mit diesem, es scheint ja eine auf Gesprächsbasis funktionierende Nachbarschaft zu sein. Und ich stelle mir gerade vor, wie es mir ginge, wenn ich jetzt unerlaubterweise und mit Schulden bei dem anderen da über das Grundstück fahren würde. Wie ginge es mir damit? Und ich glaube, ich würde mich einfach fürchterlich fühlen und denken, oh Mann, irgendwie muss das geklärt werden, aber ich traue mich nicht. Aber es ist ja auch nur ein Bild in mir. Okay, Ja, und einer muss jedes sich kümmern. Mal, verstehst du, wenn da ein Schuldgefühl mitschwingt und jedes Mal wird vielleicht auch ein guter Teil im Bewusstsein sein, der sich daran erinnert, wie das ausgeglichen werden könnte oder wie das in dem Sinne in eine Balance, in eine Waage äh, so einen Ausdruck finden kann, dass es dann wieder, dass es eben auch für dich, Angelika, passen würde. Ne? So auch dieses Verständnis darüber, was man auch nicht wirklich weiß. Man kann schon ein bisschen reinfühlen und kann sagen, naja, ich habe so das Gefühl, dass er sich um das gar nicht kümmert und dass er das gar nicht berühren will in seinem Geist, sondern selbst gerechtfertigt einfach das macht, wie er es machen will, wie halt egozentrisch und so weiter. Ne? Aber auch das ist nicht wirklich wahr. Ne? Das ist auch nur eine Wahl, wie eine Situation gesehen werden will. Ne? Das ist auch eine Wahl in unserem Geist und das kann ich anders wählen, das kann ich anders sehen. Dein Ausbreiten und Erläutern und Zeigen in dieser Vielfalt, als wenn das ganze Buffet voll ist, so, nun bedien dich, nun mach was Ja, draus. Ja, danke dir. Sehr ja. hilfreich. Euch allen. Und weißt du, da ist viel Spielraum, damit sich zu erfahren, anders zu erfahren. Ich habe zum Beispiel mal so auch in der Vorstellung, was würde ich wirklich machen? Meine Tür hier ist immer offen, ne? Die Apartmenttür, Tag und Nacht. Ne? Und es würde irgendwann nachts ein Dieb da in meinem Wohnzimmer stehen. Und, und ich habe mir das mal so durchgedacht und ich musste selber über mich lachen, weil irgendwo da eine Stimme zu mir sagte, ja, wir würden ihm anbieten, hey, gehen wir mal in unser Schlafzimmer. Ich habe da einiges an Wertsachen, an die du Interesse haben könntest. Und bedien dich, ich helfe dir noch. Hier habe ich einen Sack, wo ich noch für dich Sachen mit einpacken kann. Ne? Verstehst du? Wir können damit auch so spielen und umgehen, indem wir zeigen oder demonstrieren, ich hafte hier nichts fest oder will nicht dran festhalten. Und ich bin bereit, mit dir zu teilen.
weil ich am Weg nach Hause zu meinem Vater bin. Und letztendlich komme ich nur nach Hause, wenn ich loslasse, mich da anzuhaften an meine kleinen Dingerchen, die ich so wertschätze hier. Ne? Und dass dies auch eine Demonstration für einen selbst eventuell notwendig macht. In deinem Fall könntest du sagen, hey, nur damit du weißt, dieses Haus ist dein Haus. Ist dir das noch nicht einmal so gegangen? Ich werde oftmals, ganz besonders in Südamerika, wenn ich eingeladen wurde, wurde mir das gesagt. Mein Haus ist dein Haus. Verwende es, wie du möchtest. Und ist irgendwie, oh mein Gott, ne? Wenn ich da wirklich hinblicke, was das für ein Angebot ist, ja, und natürlich könnte ich es in dem Sinne missbrauchen oder benutzen und mir selber sagen, das wäre jetzt ein Missbrauch. Aber wenn in der Wundergesinntheit ausgerichtet ist, ich meine erstmal, dass all meine Brüder genau das meinen, was es im Licht bedeutet, was es in der Wahrheit bedeutet, nämlich tatsächlich, dass hier keine Verteidigung eines Besitzes mehr dargestellt wird, sondern im Gegenteil noch mehr Einladung weitergegeben und angeboten wird, es dass es genutzt werden kann. Ja, stell dir nur mal vor, nur in der Vorstellung, du würdest ihm anbieten, dieses ganze, dieser ganze Besitz wäre eigentlich sein und er könnte es nutzen, wie er möchte. Wer weiß, was er damit machen würde. Und du wärst vielleicht in irgendeinem kleinen Schuppen an der Ecke am Ende dieses äh, Properties. Aber egal, allein nur die Vorstellung öffnet bereits unseren Geist, ja, und bringt uns wieder hin in wie ist seine Antwort? Wie würde Jesus damit umgehen? Wie wäre er umgegangen vor 2000 Jahren? Wie würde er heute damit umgehen? Ja, ich weiß es nicht. Da ist ein Ich weiß es nicht und eine Einladung, zeig mir und führe mich, weil ich weiß es nicht. So, Hini. Ich bin unglaublich dankbar, das möchte ich Angelika nochmal sagen, für das Aufbringen des Themas und in diesem ganzen Zuhören kann ich die ganze Entwicklung gerade sehen. Ich lebe ja mit meinem Partner seit Mai. Hat er oben eine Wohnung, ich unten. Und am Anfang war er nur bei mir zu Besuch und natürlich und die Liebe und du kannst und fühl dich wie zu Hause und all das habe ich geäußert. Und dann so jetzt sind diese zwei Wohnungen, die Tür ist immer offen und die ganzen Konflikte, die dann hochkamen von, ach nee, passt mir jetzt doch nicht, da muss ich durch und ich kann gerade in Dankbarkeit nochmal so hören, diese Bestätigung von, das ist mein Prozess, dass ich wirklich irgendwann dahin komme, dass dieser Satz, du bist immer willkommen, die Tür steht immer offen, dass ich da hinkomme. Das ist ja mein Wunschdenken, das möchte ich, aber ich bin noch nicht so weit. Und in diesen ganzen Reibungen und Auseinandersetzungen, die wir haben, bis hin zu, dass ich den Schlüssel abziehe und ihn nicht mehr reinlasse oder was auch immer, was wir alles durchmachen. Mhm. Ähm, Da ist so viel, da passiert so viel, oh ja, so viel Heilung, Transformation. Und ich bin so dankbar für Deva, dass du so aufzeigst, dass das der Weg gerade ist, der mir gerade hilft zu Mhm. heilen. Das ist in Ordnung. Und ich gebe ja nicht auf und wir finden immer wieder zur Liebe. Also irgendwie nutzt es der Heilige Geist. Mhm. Ja, also Ja. ich bin wahnsinnig dankbar für das Thema gerade. Ja, Danke. danke dir auch, das zu teilen. Der Heilige Geist ist immer nur da, wo es nicht ein Gut und Böse gibt. Ne? In einem Gut und Böse gibt es keinen Heiligen Geist. Ne? Und nur wenn wir bereitwillig sind, uns nicht einzuordnen oder ob es jetzt schuldig fühlen ist oder gerechtfertigt fühlen ist, ne? Das sind so die zwei Wahlvorstellungen zwischen Gut und Böse. Ne? Da findet sich kein Heiliger Geist. Nur wenn das weder dies noch das ist, ne? Da ist der Heilige Geist zu Hause. Und der Heilige Geist will in dem Sinne von uns nichts anderes,
als dass wir dieses Eingeständnis haben. Okay, da ist, wo ich stehe. Das ist meine Denkweise. Das ist, was ich fühle. Das ist, wie ich es zuordne. In deinem Fall, Sohini, das Einzige, was notwendig ist, ist einfach hinzublicken und einzugestehen, okay, ich will meinen Raum bewahren, beschützen und auch verteidigen. Und ich will ihn auch noch als hier ist mein und da ist dein, sagen wir mal. Ne? Das sind Besitzideen. Ne? Das heißt, ich gestehe mir ein, ich habe noch sowohl besitzergreifende wie besitzverteidigende Ideen, die ich umwandeln muss, damit ich dahin kommen kann, wo dann es vom Herzen aus ein Ja, meine Türen sind offen und du bist herzlich willkommen werden kann. Ne? Und auch das Eingeständnis, auch das zum Ausdruck zu bringen. Ich habe das zwar mal so ausgedrückt und halt irgendwie so geteilt, aber in Wirklichkeit war es nicht ehrlich mit mir selbst. Ne? Und selbst solche Sachen zu teilen, ganz besonders äh, mit Brüdern ist das ja einfach, die am selben Weg sind und sich auch der Geistesschulung verschrieben haben. Und sowas einzugestehen, hey, hier stehe ich eigentlich nackt vor dir mit meinen Besitzideen über einen lächerlichen Raum, den ich meine, den ich einnehme und der es wert wäre, mich darin so zu beschützen oder so darzustellen, dass ich durch diesen Raum einen Schutz, eine Sicherheit finden könnte, weil ich weiß irgendwo genauso, dass dieser Schutz und diese Sicherheit nicht dadurch gewährleistet ist, sondern nur durch Gottes Liebe gewährleistet sein kann. Ne? Das sind Eingeständnisse, die uns verbinden. Das ist, da bleibt nur, oh mein Gott, danke dir, Bruder, danke dir. Ich bin gerade so weggeblasen von dieser Ehrlichkeit. Da ist nichts da, was im Groll halten übrig bleiben könnte. Das ist, was Vergebung anbietet. Ne? Da ist sofort ein offenes Herz, passiert sofort da ist die Wiedergutmachung begründet darin, weil es eine Wiedergutmachung mit uns selbst ist. Ja, wunderbar. So, der Weg geht weiter und wir machen nicht Halt. Ne? Okay, möchte noch jemand etwas dringend sagen oder sind wir, Vera hat etwas geschrieben. Möchtest du das Mikrofon anmachen und es sagen oder soll ich es vorlesen? Du hast die Macht für ein Wunder, du kannst in dir drinnen den ganzen Groll annehmen, diese Ungerechtigkeit, diese Frechheit, die schon jahrelang so geht. Es ist zum Verrücktwerden, ja, das ist es. Ich gehe da hinein und lasse alles Unheilige zu. Ich bin bereit dafür, es sind meine Gefühle. Und dann schaue ich, wie ich ganz zu diesem Groll werde. Das mache ich jetzt. Ja, 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 ich bin du und meine Sturheit nehme ich auch an. Ja, das bin ich in meinem Geist. Ich erlaube mich so zu sein, weil ich in Wirklichkeit weiß, wer ich bin und das hat mit dem Gefühl nichts zu tun. Ich danke mir und dir gleichzeitig, weil wir eins sind. Juhu und danke. Wunderbar, Vera. Und das ist es auch, verstehst du? Das ist eine Sturheit, als hier bin ich als Ego und das ist meine Idee. Und die Sturheit darf ich erst mal lieben lernen, ne? Davon sprichst du. Wunderbar, wunderbar, danke. Und die ist in allen von uns natürlich in der einen oder anderen Form. Das ist, was macht Menschsein aus, ne? Und daraus erwachen wir auch und erfahren Befreiung und wo eine Sanftheit reinkommt und wo wir dann sehen, dass es auch zu fließen beginnt ja, mit dem, was wir tatsächlich an Liebe in unserem Herzen verspüren und teilen wollen. Machen wir Ja, noch ich mal wollte auch noch was sagen. Ja, wer ist Gabriela. das? Gabriela. Ah, Gabriela. Okay, Gabriela. Also ich bin ja
hin und weg. Also der Heilige Geist ist ja sowas Geniales. Diese Denkweise, ja, oder dieses Angebot, was er uns macht, ja. Das macht mich ja, das macht mir so klar, in welchen Gefängnissen ich mich befinde, wenn ich da die andere Seite, oh nee, als du gesagt hast, mit dem Rückstand, wie hast du das gesagt? Du bist im Rückstand, im Gegenteil, du bist im Rückstand mit etwas und nicht der andere ist im Rückstand, ja. Also wie du das so umgedreht hast. Also ich war also nur noch genial, ja. Also wenn ich doch nur so denken könnte, ja. Also das will ich, das möchte ich, ja. Also ich möchte anders denken, ja. Ja, der Fehler ist immer einer eines Mangels an Ausdehnungen, Mangel an Geben. Ne? Und die Stimme des Christus in uns von Jesus sagt uns, du kannst immer mehr geben. Ne? Versuch es einfach, gib einfach ein bisschen mehr und dann noch ein bisschen mehr, als du dir vorstellen kannst, was du geben könntest. Ja, Letztendlich genau. ist es ja ein Geben des Lichtes der Schöpfung. Ne? Ja, ja, ist richtig. Ja, aber ich bin unendlich dankbar für dieses Licht, diese Liebe. Ja, Danke. danke dir, das ist Danke euch großartig allen, ja. aus, wunderbar. Okay, machen wir noch die Mikrofone für alle an und ich habe dann noch einen Song. Danke, ihr Lieben. Wunderbar. Danke, danke. Vielen Dank. Danke. Danke, danke. Dankeschön. Schön. Danke fürs Sea, ahí, de lunes, no sé si es de lunes a sábado o de lunes a viernes, no sé cómo sería.